Okay Leute, es ist soweit. Wir machen mal was ganz anderes. Wir gehen heute wandern auf einen Berg, um den K2, den zweithöchsten Berg der Welt zu sehen. Wir sind nämlich hier ganz im Norden von Pakistan, in der letzten Ecke. Und hier sind ja viele hohe Berge und diese Chance wollen wir uns einfach nicht entgehen lassen. Und wir machen das Ganze ohne Porter und Guide, haben die Route selbst zusammengesucht, schleppen all unser Gepäck selber, haben dementsprechend auch viel mit. Also ich fühle mich mehr wie so eine Backpackerin, die jetzt auf Weltreise geht, aber wenn man halt für ein paar Tage schon alleine was zu essen mitnimmt, braucht man halt ganz schön viel. Also hoffen wir, dass wir das packen. Das Wetter ist top, wir haben Bock. Los geht's! Ah. Ich habe mein Handy, glaube ich, vergessen. Okay, jetzt haben wir auch die Route dabei. Die groben Eckdaten zur Wanderung sind übrigens, wir konnten das nicht so ganz herausfinden, aber es sind Luftlinie, 20 Kilometer, also ein bisschen mehr auf jeden Fall. Und es geht 2000 Meter hoch. Wir sind jetzt auf 2500 Meter Höhe und müssen auf 4500 Meter. Und wenn wir richtig fit sind, dann können wir noch 500 Meter höher auf eine Bergspitze. Also unser Ziel ist erstmal so ein See. Und auf dem Weg und bei dem See gibt es dann so Aussichtspunkte, von denen man den K2 und noch 4 weitere 8000er sehen kann. Jetzt müssen wir erstmal hier den Weg durchs Dorf zu unserem Wanderweg finden. Ja, vielleicht? So, wir machen eine unserer vielen Pausen, weil wir haben uns gedacht, okay, wir sind um 8 Uhr losgelaufen, wenn wir bis 18 Uhr wandern. Heute sind es vielleicht so 10 Kilometer. 1 Kilometer pro Stunde, dann können wir viele Pausen machen, weil hier ist auch, der Anfang ist der steilste, weil wir jetzt hier erstmal vom Fluss quasi erstmal hochlaufen und dann sind wir irgendwann mehr so auf diesen Hochebenen, wo es nicht mehr ganz so steil ist. Wir haben mal Leute gefragt, so, die zum K2 Basecamp gelaufen sind, so, hey, habt ihr irgendeinen Tipp, wie wir den K2 sehen können? Und die haben uns diese Wanderung empfohlen, die geht zum Bara Brok See, das ist so ein blau-türkiser Bergsee und da ist dann auch noch der Mosesberg, eine Spitze, wo man auch mal 500 Meter höher dann hin kann. Und hier haben wir halt ganz viele Infos zu gefunden, ne, so Blog-Einträge, weil es ist so eine bisschen gängigere Wanderung. Auch wenn hier der Berg- und Wandertourismus überhaupt nicht, also wir haben auch noch keine anderen westlichen Touris hier gesehen, also hier ist halt echt nicht viel los. Hier gibt es auch keine Schilder, gar nichts. Und jetzt haben wir so 300 Punkte bei uns in der Offline-Karte und wenn wir nicht wissen, wo es lang geht, dann können wir da nachschauen. Aber hier gerade ist es recht offensichtlich, aber zwischendurch ja, müssen wir auf jeden Fall schon mal nachgucken. Und ursprünglich wollten wir eigentlich eine andere Wanderung machen, nämlich da drüben auf diese Berge. Da gibt es nämlich auch noch einen Aussichtspunkt zum K2. Aber ja, ob wir jetzt da 2000 Meter hochlaufen oder hier 2000 Meter hoch, das ist ja auch egal. Und da haben wir halt gar keine Infos zu gefunden. Also da gibt es halt so in den Dörfern irgendwelche Tourguides und so, die das anbieten, einen da hochzuführen. Und das sind ja auch, also jetzt ist auch eine Wanderung von mindestens 2 Tage hoch. Vielleicht noch einen extra Tag da oben bleiben, falls das Wetter nicht so gut ist, weil der K2 ist ja auch ein bisschen weiter weg und dann halt wieder runter. Aber wir wollen jetzt hier lieber das alleine machen und hier haben wir ja alle Infos, die wir brauchen. Marianne und ich gucken ja zwischendurch echt gerne Sport zusammen. So Segeln haben wir zusammen geguckt und dann gucken wir jetzt gerade Klettern und ich musste auch die Tour de France mit ihm gucken, weil er sehr Tour de France begeistert ist. Und wir machen ja gerade quasi auch Hochleistungssport und haben uns da ein bisschen inspirieren lassen. Nämlich so, dass man immer zwischendurch was essen muss, weil wenn man Hunger hat, ist schon zu spät. So die bei der Tour de France, die pfeifen sich ja die ganze Zeit so sehr reguliert was zu essen rein und Kalorien rein, damit sie immer genug Energie haben. Weil wenn du einmal down bist, das kennt ihr ja vielleicht selber, wenn ihr einmal so einen Hunger habt und voll entkräftet seid und dann was esst, dann dauert das voll lange, bis das wieder anläuft. Deswegen gibt es jetzt hier 2 Kekse nach einer Stunde Wanderung. Das sind aber Frühstückskekse. Achso, die sind zum Frühstück. Okay, dann was anderes. Ja, diese Schokokekse. Dann Oreos. Oh, es ist auch so schön, in so einer Landschaft zu sein, wo es so voll viele Blumen gibt. Hier duftet es immer auch nach Kräutern, so Minze und eben Thymian. Hier fliegen so Schmetterlinge rum. Dieser Wasserfall, es ist echt richtig, richtig schön einfach. So dieses ganze Grün und dieses frische Wasser, was da aus den Bergen kommt, der Wahnsinn. So, wir haben es durchs Dorf geschafft, sind jetzt da drüber, haben den Weg auch ganz okay gefunden. Und es ist übrigens Aprikosenzeit in Nordpakistan. Also alles ist hier voller Aprikosenbäume und nach dem Ernten werden die dann oft auch direkt hier getrocknet.
Der Rucksack reißt dann so nach hinten. Also es ist richtig toll und macht voll Spaß. Der Weg war jetzt bisher auch ein bisschen einfacher ersichtlich, als wir gedacht haben. Jetzt wird es aber ein bisschen tricky. Hier ist jetzt richtig steil und man muss sich so durch den Fluss fast kämpfen. Also ja, wir sind tapfer und machen weiter, aber es ist auch nicht ohne gerade. Aber wir haben Spaß. Endlich bewegen wir uns mal wieder. Ja, es tut so gut, es ist so ruhig, wir haben kein Handyempfang. Es ist einfach, weiß ich auch nicht, wir müssen das einfach öfter machen. Ich merke so richtig, wie es meinem Körper und meinem Geist richtig gut tut. Mann, jetzt findest du die Erleuchtung. Na, aber wir sind noch nicht höher als der, wir müssen höher als der sein. Da kann man auch nicht drüber gucken. Ja, und weil das hier ja als Wandergebiet noch nicht so sehr erschlossen ist oder hier nicht so viele hinkommen, gibt es natürlich auch nicht so viel Infrastruktur. Also es gibt keine Berghütten und Lodges und auch kein Restaurant, Imbiss oder irgendwas. Deswegen haben wir unser ganzes Essen für die ganzen Tage dabei. Und Zelt und Isomatte. Ja, und Zelt, Isomatte, Schlafsack, alles. So, weiter geht's. Und die erste Hälfte der ganzen Wanderung ist echt ziemlich steil. Ist zum Teil so wie Treppensteigen. Auf der ersten Hälfte geht es 1500 Meter hoch und auf der zweiten Hälfte nur 500 Meter. Das wird dann besser, aber da müssen wir erstmal hinkommen. Und neben den hunderten Wegpunkten auf unserer Karte haben wir auch immer den Fluss, weil der Fluss kommt halt aus dem See, zu dem wir laufen. Also wir laufen eigentlich die ganze Zeit an diesem Fluss entlang. Ist auch ganz gut. Also verlaufen werden wir uns, glaube ich, nicht. So, die nächste Pause. Wir haben jetzt 500 Meter geschafft. Wuhu, das heißt, wir sind jetzt wieder auf 3000 Meter. Und das ist ja zum Glück echt höhenkrankheitmäßig, haben wir da ja gar nichts. Deswegen ist es jetzt noch alles voll entspannt. Aber es geht jetzt halt echt noch ein gutes Stückchen zickzack hier hoch. Und das ist echt, habe ich vorhin schon gesagt, aber es ist einfach nicht ohne, ne? Aber wir machen das schon. Jetzt sind hier so Steinhäuser und das ist irgendwie so ein bisschen wie in so einer Fantasy-Welt, ne? Wie bei so Herr der Ringe, beim Hobbit, irgendwie ja, voll abgefahren. Und das ist mir schon viel in Pakistan aufgefallen, dass das irgendwie so krasse Landschaft und dann so Mittelalter-Style sieht es ja jetzt so ein bisschen aus, sehr einfache Häuser, aber voll cool. Das ist echt so eine ganz neue Umgebung hier. Jetzt laufen wir hier durch so ein Feld mit fetten Steinen, voll steil bergauf. Das mussten wir da hinten auch schon. Das ist jetzt mit der anstrengendste Teil irgendwie, weil man halt auch keine Wege sieht, weil hier einfach nur Geröll ist und man hier so richtig klettern muss. Jetzt auch so Mittag ist, das heißt die Sonne brennt ordentlich. Inzwischen ist man auch schon so ein bisschen entkräftet, aber gut, da müssen wir jetzt durch. Wir müssen uns jetzt irgendwie drüber oder durchkämpfen. Inzwischen ist es wieder ein bisschen einfacher geworden, auch gar nicht mehr so steil. Und wir konnten jetzt schon echt das Tal so weiter lang schauen, wo wir jetzt weiterlaufen müssen und auch den Weg dort hinten schon sehen können, wo es dann immer weiter hoch geht. Und was wir gestern Abend gekocht haben, haben wir uns so ein bisschen mitgenommen. Ich habe noch hier ein Tütchen Reis. Und ich noch ein paar Kartoffeln. Toll. Und das Brot. So, wir haben es jetzt inzwischen auf 3500 Meter Höhe geschafft. Also die Hälfte an Höhenmeter insgesamt. Und ja, wir sind schon ganz schön kaputt. Aber ein bisschen müssen wir noch. Ein bisschen Zeit haben wir auch noch, bevor es dunkel wird. Da müssen wir noch alles hoch und wir haben halt keine Wahl, weil hier an diesem Hang kann man nirgendwo zelten. Das heißt, wir müssen da hoch, weil sonst schlafen wir auf irgendwelchen Steinen zwischen Geröll schief und das geht schlecht. Aber das schaffen wir jetzt auch noch, auch wenn wir echt, guckt euch Mariano an, ich auch, wir sind echt ganz schön fertig jetzt. Aber das war ja abzusehen, ne? Zum Glück ist es jetzt aber auch schon voll kühl und so, also ja, wird schon. Spätestens um 8 haben wir dann einen Zeltplatz.
So, das ist jetzt unsere vorletzte Pause, denke ich. Boah, es zieht sich, Leute. Ja, und wir müssen echt alle 150 Meter so eine 5 Minuten Pause machen. Wegen mir vor allem. Ja, naja, und ist halt unser Gepäck, das ist halt echt ein Riesenfaktor, wenn man so 10 oder 15 Kilo Gepäck mitschleppt. Und jetzt es ist die echt Luft dünner. super steil. Ja. Ja, die Luft ist dünner. Ich meine, da ist auch ohne Gepäck, ist man dann auch zur Puste. Aber vielleicht haben wir es geschafft. Da ist dann doch noch so eine Schäferhütte angeblich. Und da ist dann wahrscheinlich ein bisschen flacher und Wiese, dann können wir da zelten. Ja. Weiter schaffen wir es auch nicht. Nee, wird ja jetzt auch langsam dunkel und kühl und so. Ja. Aber wir haben uns auch gefragt, wenn wir jetzt so einen Porter hätten, würde der dann unser Gepäck, also von uns beiden das tragen? Ja, oder brauchen wir 2 Porter? Für jede Person ein, aber die brauchen ja dann auch Sachen. Naja, und irgendwie, die kochen dann ja auch für einen und so, ne? Ja, Oder? weiß ich nicht, aber ich finde es voll krass, Naja, irgendwie, dass das so ein Ding ist, ja, westliche echt Touris durch die Gegend zu führen schon ein und krasser zu Job. bedienen. Ja, ein bisschen Also schräg. ja, es bringt natürlich irgendwie auch Geld, aber irgendwie ist es auch wahrscheinlich nicht viel Geld. Naja. Yeah, wir haben es nach oben geschafft. Also das steilste Stück ist jetzt geschafft. Und jetzt können wir uns hier einen Platz zum Zelten suchen. Ich bin fix und fertig. So, jetzt suchen wir einen Platz fürs Zelt, der möglichst gerade ist, weil, kennt ihr vielleicht, wenn man mit einem Schlafsack auf einer Isomatte liegt, dann ist das sehr rutschig und wenn es nicht gerade ist, dann rutscht man halt immer irgendwie runter. Deswegen müssen wir hier mal gucken. Hier vielleicht. Oder? Es geht auch hier. Ja. Das haben wir ganz vergessen. Ja, ich hab's nicht vergessen, aber Ich hab's vergessen. wir brauchen noch Wasser, damit Ja. wir noch kochen können. Einfach generell, wir brauchen noch Wasser. Und wir sind jetzt natürlich genau an einem Ort, wo kein Fluss lang läuft. Ja, ja, So wir sind den auch die ganze Zeit schon ein bisschen vom Fluss weg. Ja, aber davor war halt alles immer voll mit Fluss und Wasser und so. Und genau jetzt, wo wir es brauchen. Okay, wir sind auch höher in den Bergen. Geht mit nichts, deswegen laufe ich jetzt noch mal runter zum Fluss und fülle uns diesen Sack. Und du baust das Zelt auf, ne? Ja. Ja, das macht am meisten Sinn. Ihr hättet jetzt wahrscheinlich eine Timelapse vom Zeltaufbauen erwartet. Müssen wir dann nochmal wann anders nachreichen, wenn wir es schaffen, aber jetzt sind wir einfach zu kaputt. Aber das Zelt ist aufgebaut. Laura hat Wasser geholt. Der Kocher läuft. Abendessen. Ja. Und dann schlafen wir direkt, glaube ich. Und jetzt ist es 18:30 Uhr oder 19 Uhr inzwischen schon. Wir wissen nicht mehr genau, wann wir losgelaufen sind. Vielleicht so um 8:30 Uhr. Also wir sind echt 10 Stunden lang jetzt hier hochgelaufen. Mit natürlich diesen 100 Pausen zwischendurch. Aber ja, das war echt eine krasse Etappe. Und während man so 10 Stunden wandert, hat man natürlich echt viel Zeit, sich voll viel Gedanken zu machen. Und natürlich fragen wir uns auch dabei, wenn es richtig schmerzhaft wird, so warum tun wir uns das an. Aber ich bin schon auch echt erstaunt und stolz immer wieder, wozu ein Körper eigentlich in der Lage ist, wenn man ihn ja so ein bisschen dazu zwingt. Ne? Also es ist dann voll krass, über sich hinauszuwachsen. Das sind wir heute auf jeden Fall, weil ich meine, man darf halt nicht vergessen, vor ein paar Wochen hatten wir einfach noch eine Lebensmittelvergiftung, lagen halt nur im Bett, also wir sind halt wirklich nicht trainiert und haben es jetzt trotzdem geschafft und zwischendurch, boah, war es auch wirklich hart. So, es ist jetzt auch, ich will mich gar nicht beschweren oder so, aber es ist einfach so ein, man hält das dann durch und dann kommt wieder so eine Passage, wo es kurz geht und so. Ich finde es irgendwie, deswegen machen wir sowas ja auch, weil es irgendwie so spannend ist, so mitzukriegen, was Körper und Geist so machen, wenn man halt 10 Stunden läuft. Weil wann macht man das heutzutage? Und früher war es wahrscheinlich viel normaler, dass der menschliche Körper sowas macht. Auf jeden Fall sehr spannend.
Guten Morgen, es ist jetzt so kurz nach 6. Wir haben ganz gut geschlafen. Das einzige Problem ist, dass mein Schlafsack super dünn ist, weil der schon richtig alt ist. Also der ist schon von meiner Mutter noch. Und der hat schon ganz schön viel den Inhalt, der isolieren soll, verloren. Und deswegen habe ich ganz schön gefroren, während Marianos Schlafsack so richtig schön dick ist und ihm fast zu warm war. So, jetzt ist die Sonne über den Berg gekommen. Das heißt, es ist jetzt echt schon wieder angenehm warm. Und noch wichtiger ist, wir können jetzt hier all unsere elektronischen Geräte mit unseren tollen Solarlademöglichkeiten aufladen. Ja. Das ist ganz gut. Und wir haben ganz viele Powerbanks dabei. Wahrscheinlich zu viele, weil die auch sehr schwer sind. Und so viel Strom haben wir noch nicht verbraucht. Aber ist ja wichtig, ne? Wir wollen ja alles filmen, dann müssen wir das auch alles immer laden. Und mitschleppen. Seht ihr nochmal unser schönes, kleines, kuscheliges Zelt. Wir sind ja gestern auch durch so einige Flüsse gelaufen, deswegen ist jetzt auch voll gut, dass die Sonne scheint. Jetzt können meine Schuhe noch schnell trocknen, weil jetzt in nassen Schuhen weiterlaufen wäre nicht so angenehm gewesen. Es hilft alles nichts. Es geht jetzt weiter. Ja, aber ich habe auf die Karte geschaut. Luftlinie sind so knapp über 6 Kilometer. Ja, Luftlinie heißt aber dann, also rechnet er die ganzen Berge, Hügel. Naja, aber gestern war Luftlinie mindestens 10 Kilometer. Ja. Und es geht halt weniger bergauf. Also vielleicht schaffen wir das bis zum Mittagessen sogar. Ja, aber ich muss auch sagen, mir tut jetzt wirklich alles weh. Ich merke die Höhe, so mir ist ein bisschen komisch im Bauch. Ich merke, dass ich nicht so viel Luft kriege. Schon jetzt ist jede Bewegung irgendwie anstrengender als sonst. Also ganz Piano, ne? Ja. Wieder schön viele Pausen Wir haben bis abends Zeit, ne? Genau. Ja, aber wir haben Bock. Es ist ja jetzt schon mega schön. Ja. Wir haben so ein Glück mit dem Wetter, genau. Man sieht ja jetzt hier schon krasse Berge, die man weiter unten halt nicht gesehen hat. Also wir glauben schon, dass es sich sehr lohnen wird. Und das ist unsere Motivation. Deswegen, wir wollen den K2 sehen. So sieht's aus. Okay. Oh, ohne Gepäck wäre das alles auf jeden Fall einfacher. Aber nicht möglich. Ui. So, auf geht's. Und so wie hier auch schon, haben wir heute wohl viele dieser Boulderfelder, wo so fette Steine überall rumliegen. Aber angeblich sollen die Wege ganz gut ersichtlich sein. Und sonst haben wir ja unsere Karte. So, wir sind jetzt an dem Schäferscamp vorbei. Da waren noch einige Schäfer. Aber irgendwie haben wir bisher keine Schafe oder Ziegen gesehen. Also bisher haben wir, glaube ich, 2 Ziegen und 3 Kühe gesehen. Und da oben ist übrigens auch ein Aussichtspunkt für den K2. Also wenn wir alles nicht schaffen, dann müssen wir nur da hochgehen. Aber das ist ja schon echt mega idyllisch hier. Wir denken die ganze Zeit, wir laufen in so einem Windows-Bildschirm-Hintergrund oder so rum. So, 500 Meter gelaufen. Wir machen die erste Pause. Aber wir haben ja keinen Stress und es ist echt anstrengend mit dem schweren Rucksack und der Höhe. Das ist so krass, ich bin so aus der Puste. Und jetzt kommen tatsächlich doch ein paar Schafe vorbei. Mit Schäfern. Mit Schäfern, also hier gibt es doch Schafe. Krasse Hörner. Ist das schön! Am Ende lohnt sich's dann, ne? Auch wenn es so anstrengend ist. Hammer. Wenn es bei mir übrigens gar nicht mehr geht, weil ich so fertig bin und so weiter, höre ich jetzt ein bisschen so motivierende Workout-Musik wie im Fitnessstudio. Dann hat man irgendwie nochmal so einen Motivationsschub. Also Musik hilft auf jeden Fall ein bisschen. Ändert natürlich nichts, dass es trotzdem immer noch schmerzhaft ist. Aber ja, ist ganz gut.
das Wasser ist ja sehr klar hier, so ganz bisschen Dreck ist drin, ist ja auch klar. Aber hier sind ja auch diese ganzen Ziegen und Kühe, die hier überall hinkacken, deswegen wissen wir nicht ganz genau, wie gut das Wasser ist. Und dafür haben wir diesen Filter, den kann man einfach auf alle Plastikflaschen draufschrauben. Eigentlich gibt es da noch so einen Beutel dazu, dann kann man das so besser rausdrücken. Und dann haben wir jetzt gefiltertes Wasser. Und man kann auch direkt draus trinken. Und so kann man, wenn das auch ein richtig dreckiges Flusswasser wäre, das würde dann sauber da unten rauskommen. Das ist richtig krass. Ja, weil wir die ganze Zeit quasi durch dieses Tal laufen, wo der Fluss auch lang fließt, sehen wir natürlich noch nicht so von den krassen hohen Bergen. Wir müssen halt, um den K2 und andere Berge von dem Karakorum-Gebirge hier zu sehen, müssen wir halt auf einen dieser anderen Berge, entweder da hoch oder da hoch oder, was wir glauben, da vorne jetzt gesehen zu haben, ist der Mosesberg. Also vielleicht müssen wir auch da hoch. Oh je. Aber schöner Wanderweg, muss man ja sagen. Nicht mehr ganz so steil. Tolle Aussicht. Schon richtig schön hier. So, wir sind jetzt bald beim See. Wir haben es nicht ganz geschafft bis zum Mittagessen. Es sind noch 1,5 Kilometer, also in unserem Tempo 1,5 Stunden. Aber wir kochen uns jetzt erstmal Nudeln, wer hätte es gedacht, und guckt euch mal diese Streichholzpackung an. Noch aus Indien. Nein, ist ausgegangen. Mist. Nicht so gute Qualität. Ja, der auch nicht. Oh, okay, das hat geklappt. Ich muss ja zugeben, dass ich inzwischen an einem Punkt angekommen bin, wo ich mir bei jedem Schritt denke, warum tust du dir das an? Aber jetzt sitzen wir hier wieder an so einem schönen Ort und ich glaube, wenn wir dann da sind und wir schaffen das ja auch, wird sich das auszahlen. Aber jetzt bin ich echt so langsam richtig fertig und selbst wenn wir nur gerade gehen, muss ich voll schnaufen und so, weil die Luft hier so dünn ist und ich einfach nicht so eine gute Kondition habe. Und ich glaube, wir sind jetzt auf etwa 4.400 Meter und jetzt sich auch noch sportlich betätigen hier. Wir haben so eine riesen Packung Nudeln gekauft, weil wir dachten, dann haben wir auf jeden Fall genug. Die sind aber alle überhaupt nicht verpackt und das sind die einzelnen Zubehöre. Also das ist natürlich plastikfreier, aber damit müssen wir jetzt erstmal umgehen hier. Das Snack Attack Party Pack. Ja. Super. Wir haben gerade noch mal auf die Karte geschaut und wir gehen gleich hier rechts rum, dann ist dann auch da gleich der See. Und das sieht so krass da aus, dieser Berg mit so einer steilen Wand, wo so Schnee dran ist. Sieht auch so ein bisschen aus, als wäre da so ein Gletscher und so. Und der Mosesberg ist dann auch eigentlich erst um die Ecke, also der sieht bestimmt auch krass aus. Also wir sind gespannt, es hat sich echt gelohnt. Hier hat es sich ja schon gelohnt, hierher zu gehen und da vorne wird es ja richtig krass. Ich finde, Yaks sind ja nach Kamelen mit Kamelen unsere Lieblingstiere. Voll cool. Ist das nicht krass, wo wir hier gelandet sind? Und ich meine, wir sind jetzt nur 1,5 Tage gewandert und es ist einfach die spektakulärste Kulisse seit langem, die wir zu Fuß erreicht haben. Also es ist echt Wahnsinn und uns wurde auch gesagt, dass diese Wanderung sich auszahlt und ich glaube, das stimmt auch. Pause. Was? Gute Pause, Ja. Pause. Man muss immer den Rucksack, also die Schultern und alles entlasten. Nur noch 1 Kilometer und dann haben wir es tatsächlich zum See geschafft. Es ist ja halt auch einfach so schön, dass ich mich jetzt hier gar nicht beeilen will, weil alles ist hier so schön. Man könnte hier auch überall jeden Tag woanders campen und es ist alles wunderschön. Irgendwo nach da müssen wir. Da ist irgendwo der See versteckt. So, wir müssen jetzt noch durch das letzte Boulderfield und dann sind wir da. Es sind jetzt noch so 300 oder 400 Meter. Also wenn wir gleich da oben sind,
Dann müssten wir eigentlich den See sehen können. Und dann sind wir auch da. Oh gut. Ui. Yeah, wir haben es geschafft. Beziehungsweise ich habe es geschafft. Laura brauchte noch eine kurze Pause, aber die kommt bestimmt auch gleich hier über den Hügel. Da ist der See, der Barabrock-See. Richtig krass. Das war eine Wanderung. Jetzt müssen wir uns erstmal hier ausruhen. Vielleicht schwimmen gehen, aber es ist bestimmt richtig kalt. Geschafft! Da ist der See, Laura. Oh, krass. Sieht das aus. Hammer. Na toll. Okay, wir haben es geschafft und wir haben übrigens heute 7 Stunden gebraucht. Also Luftlinie brauchen wir 1 Kilometer pro Stunde. Wir wissen natürlich immer noch nicht genau, was der eigentliche Weg war. Aber ja, das sollte man einberechnen. Oh. Uiui. Oh. Ja, das ist halt so ein Gletschersee, ne? Quasi. Oh. Uiuiui. Aua, jetzt tut's weh. Da muss man, glaube ich, Training im Eisbaden haben, um hier schwimmen gehen zu können. Ja, ne? So, wir sind an diesem See zurzeit nicht alleine, sondern da sind auch so ein paar Zelte und eine Reisegruppe oder eine Person, die reist mit Portern und Guide und so. Und wir haben jetzt mal gefragt, wo dieser Moses Peak ist, und das ist halt da oben, nochmal 500 Meter hoch. Und von da aus soll man halt auf jeden Fall den K2 und so sehen. Aber wir haben ja jetzt hier hinten auch schon voll die krasse Bergkette, und so ein Stück dahinter ist auch so ein richtig fetter Berg. Und wir fragen uns, ob er das nicht schon ist oder einer der anderen sehr hohen Berge. Aber schon echt cool, wie hoch wir sind und was wir von hier aus schon sehen können. Und wir haben auch noch ein bisschen Essen und so. Das heißt, wir können hier auch einfach noch einen Tag abhängen, entspannen und dann noch mal gucken, ob wir es noch höher schaffen. Und jetzt sind wir echt so mit in der letzten Ecke von Pakistan. Wir haben vorhin mal auf die Karte geguckt. Das, wo wir in Indien lang gefahren sind, Kargil, so die letzte größere Stadt da oben, das ist Luftlinie knapp weniger als 60 Kilometer entfernt. Das ist so krass. Ehrlich, man könnte da. Das ist so einfach da rüberlaufen. vorne so. Ja. Aber wir mussten halt einmal Ja. so einen riesen Schlenker fahren. Ja. Mensch. Aber Hammer. Ja, geil. Hättest du mal dein Stand-Up-Paddleboard. Oh Mann, ja, das hätte ich gerne Auch ein dabei. geiles Foto einfach. Nächstes Mal buche ich mir nur einen Porter, damit er mein Paddleboard noch trägt. So, da war die versprochene Timelapse vom Camp aufbauen. Wir können den See jetzt gerade nicht mehr sehen, was ein bisschen schade ist. Aber dafür ist es hier ruhig, kein Wind und wir können auch die Berge sehen. Aber da war mit dem anderen Camp, mit den Leuten, dann spielen die wieder irgendwelche Dudelmusik und wir brauchen einfach gerade ein bisschen Ruhe gucken für uns die Zeit ganze für Zeit uns. an, ehrlich gesagt. So, naja, Ja, aber wie das so ist. Ja, aber jetzt haben wir einen guten Platz gefunden. Dann kochen wir jetzt gleich nochmal Nudeln. Was sonst? Wir haben nichts anderes. Das ist unser Essen einfach. Ja, und dann können wir auch schon wieder bald schlafen gehen, ne? jetzt merkt man echt so richtig, wie fertig man so ist. Jetzt so jede kleinste Bewegung finde ich so anstrengend, so jetzt dieses Laufen, und danach ist ja nicht Feierabend, sondern jetzt ist halt noch Zelt aufbauen, kochen, sich umziehen, sortieren, so. Ich frage mich echt, sorry, aber kann mal bitte jemand, der irgendwie Fahrrad fährt oder so, sagen, ich verstehe nicht, wie die das machen. Wenn ich mir Jeden Tag ihr Zelt aufbauen. Jeden Tag! So, ich finde das so krass. Hm. Also vor allem, wenn man halt dann irgendwie 50 Kilometer Fahrrad gefahren ist oder irgendwie einen Berg hoch oder bei 40 Grad oder in einem Sandsturm, das passiert ja auch alles. Und ich bin schon durch, wenn ich einen Tag gewandert bin und muss das alles jetzt sortieren und kann da schon gar nicht mehr. Naja, aber gut, wir sind jetzt auch sehr weit oben. Ja, das stimmt. Das war ja so auch immer bei dem Salzsee da in Ladakh. Ja. Da ging es uns ja auch ähnlich. Aber dafür geht's eigentlich. Ja, ne? Also man merkt, man ist schneller platt, aber mir ist jetzt nicht so schlecht oder so. Jedenfalls jetzt gerade nicht. Also schon mal gute Nacht und dann melden wir uns morgen früh, wenn jetzt nichts Spannendes mehr passiert. Was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Vielleicht kommt noch der krasseste Sternschnuppenhimmel. Stimmt, das kann sein. Aber dann schlafen wir ja. Hm.
wie zu erwarten, bin ich jetzt ein bisschen höhenkrank. Ich habe das so gestern Abend gemerkt, dass mir ein bisschen schlecht wurde. Außer Puste war ich ja gestern schon den ganzen Tag. Wir versuchen da natürlich jetzt Maßnahmen gegen zu ergreifen. Deswegen machen wir heute ja auch so einen Rest Day, wo wir jetzt nicht laufen, sondern uns einfach mal ein bisschen entspannen. Ich trinke ganz viel, nehme ein paar Tabletten und so. Die Tour, die hier gerade ist, laufen jetzt gerade auf den Moses Peak und wir können jetzt so ein bisschen gucken, welchen Weg die gehen. Keine Ahnung, ob wir das dann am Ende auch machen oder sagen, den K2, die kleine Spitze sieht man auch schon von der anderen Seite ein bisschen, mal sehen. Aber es ist auf jeden Fall echt einfach richtig schön hier. Das ist einfach so. So, wir chillen jetzt einfach hier ein bisschen, ruhen uns aus und gucken ganz nach oben. Und jetzt haben wir die entdeckt, die sind jetzt an der linken Spitze. Aber die sind so winzig, ey, das ist so krass, wie riesig dieser Berg ist. Und wir haben auf die Uhr geschaut, also bis dahin haben die jetzt so 3 Stunden gebraucht. Und ja, vielleicht schaffen wir das auch, aber jetzt nochmal bis ganz zur Spitze ist, glaube ich, echt zu krass. Ja. Weil die sind da so winzig. Aber vielleicht reicht es ja auch. Ja, wir fragen die nachher mal. Wir denken schon, dass es dort reicht, dass man dann irgendwie eine geile Sicht auf die Berge hat. So, heute ist der große Tag. Tag der Tage. Naja, mal sehen. Ist leider ein bisschen wolkig. Wir wollen jetzt heute den Berg hochlaufen. Wahrscheinlich nicht ganz bis nach oben, weil es viel zu anstrengend ist. Aber auf jeden Fall ein Stück, damit wir ein bisschen mehr K2 und andere 8000er sehen können. Wir sind um Kurz nach 3 aufgestanden, haben jetzt die Dämmerung abgewartet, haben uns irgendwie ein bisschen vorbereitet, indem wir was gegessen haben, gepackt haben und so. Und werden das jetzt mal versuchen. Ja. Ich fühle mich nicht wirklich fit, weil so Nächte im Zelt sind halt auch nicht so wirklich erholsam, muss man mal ehrlich sagen. Gut geschlafen haben wir jetzt noch gar nicht. Nee, genau. Ja. Und es ist auch echt noch kalt und Höhenkrankheit und so, aber wir gehen das jetzt mal an und hoffen, dass es noch ein bisschen aufklart. Ja, man soll, also wir haben das jetzt auch eigentlich jeden Tag immer hier beobachtet. Ne? Morgens ist es immer richtig klar und so ab Mittag kommt dann so ein bisschen Wolken, nachmittags dann richtig Wind und abends ist es manchmal auch so ganz zugezogen. Aber morgens dann halt wieder ganz klar. Und gestern Abend war es auch richtig wolkig, aber jetzt ist es leider immer noch etwas wolkig. Hoffentlich verzieht sich das noch ein bisschen. Aber vielleicht sehen wir auch so ein bisschen was. Ansonsten, ja. War es trotzdem das Ganze Ja. wert. War ein super Ausflug. Ja. Okay, dann gehen wir jetzt mal los. Achso, die Tasche. Die Tasche. Die erste Hürde haben wir geschafft, den Fluss zu überqueren. Da haben wir uns gestern schon einen Weg gesucht. Und jetzt müssen wir uns aber hier selber einen Weg suchen auf den Berg. Es gibt nicht wirklich so den einen Weg. Also da muss man einfach schauen, weil es sind auch viele so wieder diese großen Felder mit den Steinen. Ja, da muss man dann einfach mal schauen, wo es lang geht. Erstmal hier ein bisschen hoch. Oh. Na, guck mal, da die Spitze, das ist vielleicht der. Das ist der K2. Yay! Wuhu, wir haben ihn schon mal gesehen. Ja, man kann so die oberste Spitze vom K2 schon sehen. Geil. Da ganz hinten. Cool. Da, wo diese Wolke oben drauf ist. Damit haben wir jetzt quasi erreicht, was wir erreichen wollten, was richtig cool ist. Alles andere ist ein Bonus. Also je höher man kommt, desto besser sieht man natürlich diese Bergketten, vor allem die größeren, die nochmal hinter der Bergkette hier vorne liegen. Wir müssen aber natürlich auch gucken, wie bewölkt es ist. Aber voll cool, Ja. dass wir das schon mal gesehen haben. Ja, und jetzt suchen wir uns hier einen Weg nach oben. Ich bin jetzt noch ein Stück hochgelaufen. Laura ging es nicht so gut mit der Höhenkrankheit. Ich bin aber auch nicht ganz da auf diesem Gipfel, sondern irgendwie einen Berg vorher, aber auch nur ein Stück noch hoch. Aber ich habe auf jeden Fall noch mal eine bessere Aussicht und jetzt geht auch gerade hier die Sonne auf. Wow, und den See kann ich jetzt auch super sehen.
So, ich bin wieder unten und schaut mal, was hier ist. Voll das krasse Jack. Ich bin jetzt nicht noch weiter mit hochgelaufen, weil Höhenkrankheit mäßig ist mir echt gerade ein bisschen schlecht und wir müssen ja auch noch zurücklaufen. Ich will es da nicht übertreiben. Trotzdem konnte ich hier das schöne Bergpanorama genießen und generell finde ich das in so Bergen immer so krass. Wir sind ja hier in der voll schönen Umgebung und man denkt sich so, boah, das würde ich gerne sehen, das würde ich gerne sehen, das würde ich gerne sehen, weil alles so wunderschön aussieht. Aber dann sind die Distanzen halt mega krass, sodass man, also ich mit meinem Fitnesslevel das auf jeden Fall nicht schaffe, hier alles zu sehen und so. Da muss man sich dann immer so ein bisschen entscheiden, aber es ist auf jeden Fall wunderschön und hat sich total gelohnt, dass wir das hier gemacht haben, auch wenn ich ein bisschen mit Höhenkrankheit und wenig Kondition gelitten habe dabei. Von da oben habe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so viel mehr gesehen als hier. Man war ein bisschen höher. Ah, ich war übrigens dann wieder auf der Höhe vom Mont Blanc, höchste Berg von Europa. Also wenn ihr zufällig eine Reiseagentur, wie sagt man denn? So eine Tour-Guide, Tracking-Firma macht und Expedition auf den Mont Blanc macht und uns einladen wollt, schreibt uns. Wir waren nämlich schon ein paar Mal auf der Höhe, wir haben da jetzt die Erfahrung. Das Fitnesslevel noch nicht ganz. Egal. Ich habe mir vorgestellt, wir sehen dann hier so diese einmal rundum fast so dieses ganze Bergpanorama, richtig viele Berge. Aber da muss man echt so weit hochlaufen. Also ich glaube von diesem Moses Peak da ganz, ganz oben, wo man dann irgendwie 4-5 Stunden hoch braucht. Da hat man das dann, aber ja, hier ist immer eine Bergkette im Weg. Naja, aber trotzdem toll. Wir sehen den K2, das war unser Ziel. Können wir uns jetzt so ein Tattoo stechen lassen. K2. Ja, nochmal zusammengefasst, das ist schon richtig krass, wohin wir es hier geschafft haben und das auf eigene Faust, da sind wir schon echt stolz drauf. Und wir haben so eine Wanderung einfach noch nie gemacht und waren noch nie zu Fuß in so einem Panorama. Und ich meine, mit diesen Bergen und den Yaks und so, das ist schon ziemlich einmalig. Und ich muss auch sagen, ich glaube, viele Bilder von Pakistan, die ich so gesehen habe, wurden irgendwie im Winter aufgenommen. Das heißt, ich habe gar nicht erwartet, dass wir auch auf so eine Hochebene kommen, wo dann so krass wilde Blumen wachsen und dieser Fluss und so. Es ist schon echt richtig, richtig schön. Ja, echt hier so in der letzten Ecke von Pakistan. Die Yaks laufen hier rum. Krasse Berge, Aussicht zum K2, toller Bergsee. Schon richtig cool. Eigentlich nichts, ne? Ja. Wir haben schon ein paar Wanderungen gemacht, aber nicht so krasse. Wenn ihr euch die anschauen wollt, wir sind einmal in Georgien durchs Trusotal gewandert, das war richtig schön. Und einmal so ähnlich wie hier, aber ganz anders, in Griechenland auf den Olymp. Das war ziemlich krass. Das war ganz schön chaotisch. Naja. Ja. Okay, dann packen wir jetzt ein und gehen zurück, ne? Genau. Das hilft ja nichts. Nee, ne? Tschüssi. Bye, bye. Tschüssi. Tschüss Berge. Campingplatz, genau. So, wir brechen jetzt auf. Wenn alles gut geht, schaffen wir es heute zum Van. Wir wollen nicht noch eine Nacht im Zelt schlafen, das ist einfach nicht so richtig erholsam. Nee. Und wollen noch mal gucken, wie die Lage beim Van ist. Also, ja, geht's los. Ja, 20 Kilometer da lang. Ist ja schön, ne? Immerhin. Oh. Ist auch so ein bisschen schade, sich jetzt von diesem Ort zu trennen, weil wahrscheinlich werden wir hier nie wieder hinkommen. Und es war schon wirklich sehr, sehr schön. Also auf Wiedersehen sagen ist immer so ein bisschen traurig. Ja, ne? Liebe Filmproduktion, wir bieten uns auch gerne als Location Scouts an für so Fantasy-Romane-Verfilmungen. Also hier könnte man ja jetzt eine neue Herr der Ringe-Serie drehen oder ein anderes Fantasy-Abenteuer. Ich weiß, das habe ich schon oft gesagt, aber es sieht halt echt so aus wie in so einer Fantasiewelt. Wir können gar nicht glauben, dass das hier echt ist und dass wir gerade hier sind, weil es so schön ist. Wir haben euch ja schon von der Haupttouri-Attraktion in dieser Region von Pakistan erzählt, die Fairy Meadows, so diese Feenwiesen. Sollen irgendwelche krassen Blumenwiesen beim Nanga Parbat sein. Aber wir können uns nicht vorstellen, dass das schöner als das hier ist. Also da brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr hingehen.
Der Bergablaufen ist ja echt tausendmal einfacher. Das machen wir jetzt immer so. Wir haben noch nicht einmal eine Pause gemacht und ich glaube, hoch haben wir auf der Strecke 10, 15 Pausen gemacht. Vor allem ich, ne? Also jedes Stück irgendwie durchatmen und so. Das macht jetzt hier schon ein bisschen mehr Spaß, muss ich zugeben. Ja. Hallo Murmeltier. Hallo. So, nach einer Stunde Laufen machen wir jetzt mal eine Pause. Auf dem Hinweg haben wir immer pro Stunde 1 Kilometer Luftlinie geschafft. Jetzt haben wir 2,5 Kilometer geschafft. Also es geht auf jeden Fall sehr viel besser voran. Ist natürlich jetzt auch nicht überraschend, dass es bergunter ein bisschen flotter geht mit Leuten, die kaum Kondition haben. Und man darf ja nicht vergessen, je tiefer wir kommen, desto besser kriegen wir wieder Sauerstoff und sind schon alleine deswegen wieder fitter. Jetzt sind wir einfach nach 2,5 Stunden da, wo wir letztes Mal von hier bis zum See 7 Stunden gebraucht haben. Also hier haben wir unsere erste Nacht übernachtet. So krass, wie dieser Unterschied ist. So, wir meistern gerade den steilsten Teil dieser Route und es fühlt sich so gut an, bei gefühlt jedem Meter wieder vernünftiger Luft zu bekommen. Und ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist einfach so einfach im Vergleich zum, wie wir uns hier hochgekämpft haben. Also runter immer wieder, hoch müssen wir noch ein bisschen mehr für trainieren. Und wir können jetzt auch schon die ersten Bäume wieder sehen. So, wir machen jetzt unsere Mittagspause und wir haben eben auf die Karte geguckt und es ist richtig krass, wie weit wir schon gekommen sind. Wir sind da der blaue Pfeil, da oben haben wir angefangen am See und da unten der lila Punkt, das ist der Van. Also echt nicht mehr so weit. Da ist der Floß, an dem wir schon immer lang fahren und stehen und so. Er ist wieder sichtbar. Toll. Es ist nicht mehr so weit, aber doch noch weit. Und da ist der erste Aprikosenbaum. Guck mal. Nein, die sind noch nicht so reif. Oh nee. Oh nein, die sind noch nicht reif. Mist. Das habe ich gebraucht. Inzwischen tut uns alles weh. Der Anfang war ja noch ganz Zeit so schöne Graswiese. Aber jetzt laufen wir die ganze Zeit auf nur so Stein rum. Und deswegen tun jetzt unsere Füße mega weh. Naja, gleich haben wir es geschafft. Das gehört auch dazu. Ja, Aber wir freuen uns, wenn wir es dann geschafft haben. ja. Inzwischen fragen wir uns auch, wo wir jetzt hier diesen Weg quasi rückwärts wieder zurücklaufen, wie wir das alles an diesem ersten Tag geschafft haben. Weil es echt so viel hoch, so schlechte Wege, das war schon echt krass. Ja, Nochmal will ich das aber nicht machen. nee, erstmal nicht. We made it back! Hammer! So, wir haben es auf die Straße geschafft und es fühlt sich richtig komisch an, hier zu laufen, weil wir sind die ganze Zeit ja entweder hoch oder jetzt den ganzen Tag runtergelaufen, Und nie so eben. Also die ganze Zeit voll- über Geröll Das ist voll. und jetzt laufen wir auf einer ebenen, flachen Straße. Das ist schon komisch. Oh, gleich geschafft. Oh je, wir sind jetzt fix und alle. Yeah.
Wir sind zurück. Hallo zu Hause. Oh, ein richtiges Bett. Boah, Also gut, ein Bett in einem Auto. Ja, aber man hat ja auch immer so ein bisschen, wenn man es jetzt einfach irgendwo stehen lässt und halt gar nicht gucken kann. Aber scheint alles gut zu sein. Hoffentlich. Hallo. Wir sind dreckig. 39,6 Grad nur. So, ihr Lieben, wir sind zurück. Man sieht es wahrscheinlich. Boah, ich bin richtig fertig. Habe mich natürlich auch ein bisschen verbrannt, aber man sieht auch in meinen Augen den ganzen Schlafmangel der letzten Tage. Wir haben insgesamt jetzt 7 Stunden für zurück gebraucht. Nicht so schnell, wie wir gehofft haben. Wir haben aber auch natürlich Pausen gemacht. Ja gut. Das Aber letzte keine Ende, krassen Pausen. Das Ja. letzte Ende hat sich gezogen, da waren wir einfach so kaputt, da konnten wir nicht mehr. Das ist ja auch logisch und normal wahrscheinlich. Denkt man immer nicht, wenn man losläuft, da denkt man so, boah geil, es geht bergab, ich bin voll fit. Und irgendwann merkt man dann diesen 10 Kilo Rucksack und die steilen Stufen in den Gelenken und so weiter. Ja, wir müssen jetzt hier ein bisschen klar Schiff machen. Wir haben vergessen, wir haben noch dran gedacht, aber wir hatten nichts mehr im Kühlschrank, dann haben wir ihn ausgemacht. Und wir haben auch vergessen, ihn aufzumachen. Vorher haben wir noch dran gedacht und es dann vergessen. Und jetzt ist es innen drin ganz schön verschimmelt und müffelt. Ja, und dann müssen wir später nochmal einkaufen, weil ich kann echt keine Nudeln mehr essen. Nee, Also, wir machen dann so Ofengemüse, nur Boah. Gemüse, keine Nudeln, kein Reis, gar nichts, nur ja, Gemüse. ich will nur Kartoffeln am liebsten, aber so Gemüse und so hatten wir jetzt gar nicht. Und das merkt man schon nach 4 Tagen schon, ne? Ja, und irgendwie eine 10 Liter Limo. Boah. Ja, aber da müssen wir gleich erstmal auch drauf klarkommen. Da müssen wir nämlich auch wieder ein Stück in die Stadt laufen. Schaffen wir schon alles, wir wollen uns auch gar nicht beklagen, aber es war krass. Ja, war krass. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und dieses lustige Abenteuer mit uns verfolgt habt und hoffentlich mitgefiebert habt, ob wir den K2 sehen oder nicht. Und wir haben ihn ja tatsächlich gesehen. Das freut uns sehr. Ja, wie es nächste Woche weitergeht, seht ihr dann. Und ja, danke fürs Zuschauen. Assalamu alaikum. Tschüss und schaut unsere anderen Wandervideos an, wenn ihr wollt. Ja, vor allem das vom Olymp. Ja. Oh je. Bis dann.